Hast du vielleicht deine Lebensfreude verloren? Hast du manchmal das Gefühl, dass das Geschehen der Welt dich niederschlägt und du dich deshalb niedergeschlagen fühlst? Wie kommt das? Ich glaube, zu erkennen, dass in jedem, der hier zuhört und zusieht, auch und vor allem genau du, die Lebensfreude kennt oder noch kennt. Vielleicht als du ein kleines Kind warst, hast du mit hüpfendem Herzen dich über Dinge gefreut, vielleicht über Überraschungen, über Geschenke, Geburtstagsgeschenke, Weihnachtsgeschenke oder sonst was. Hast im Garten herumgetollt oder auf dem Spielplatz, wo auch immer du warst. Und plötzlich, scheinbar durch irgendetwas ausgelöst, wurde die Freude etwas gedämpft. Vielleicht durch etwas, was im Elternhaus geschah oder in der Schule oder später. Irgendwo gab es offensichtlich auf einmal eine Art Gebot oder Verbot, sich nicht mehr so freuen zu dürfen, wie es dein angelegtes Naturell ist. Kommt dir das bekannt vor? Was ist da geschehen und wie können wir die Freude wieder erlangen? Es ist oft so in Phasen der Unsicherheit, und da gibt es ja sehr viele im menschlichen Dasein, dass uns dann Menschen begegnen, die das irgendwie spüren und genau wie ein Schlüssel-Schloss-Prinzip da hinein langen. Und dann sagt vielleicht eine Stimme, sei nicht so unbeschwert oder sei nicht so lebendig oder andersrum, sei stiller. Damit ist aber nicht die heilige Stille gemeint, von der ich immer hier spreche, die du in Wahrheit bist. Da wird dann vielleicht eher gesagt, sei ruhig oder sei nicht so laut. Und wenn du diese äußeren Stimmen annimmst und denkst, aus bestimmten Verhaltensregeln heraus müsste da was dran sein, oder du müsstest dich deshalb so oder so benehmen, weil du sonst Ärger bekommst, machst du aus diesen Stimmen deine eigene Stimme. Und dann tauchen in dir Gedanken auf, die vielleicht vorher von außen erst ziemlich neu waren und dich erschreckt oder erstaunt haben. Und diese Gedanken, die dann in dir auftauchen, hältst du für dich selbst. Du glaubst, diese freudlosen Gedanken zu sein. Du glaubst, diese Verbotsgedanken zu sein. Diese Stimme von irgendwelchen scheinbaren Autoritäten, zu denen du vielleicht aufgeblickt hast oder vor denen du Angst hattest, die sagen, freu dich nicht. Oder freu dich nicht zu früh. Das ist auch so ein Satz. Wenn wir hören, freu dich nicht zu früh, heißt das übersetzt, freu dich am besten gar nicht. Und dieses Ding stammt aus unserem Ego-Apparat, was sich auf eine merkwürdige Weise daran erfreut, aber das ist keine göttliche, liebevolle Freude, sondern etwas Sarkastisches eher, etwas Zynisches, daran erfreut, dass du freudlos bist. Das ist Zynismus pur. Denn der Ego-Apparat besteht aus sehr viel sogenannter negativer Energie, obwohl natürlich alles ein gleichberechtigter Teil des Seins ist. So hast du nun fremde Stimmen zu deiner eigenen Stimme gemacht, der du bedingungslos glaubst. Es ist ein tief sitzendes und vielleicht bis heute unentdecktes Glaubensmuster, was dir einflüstert, ich darf mich nicht mehr freuen. Und wenn das stattfindet und du dem glaubst, ist das schon tragisch genug. Bist du aber ein spiritueller Mensch noch zusätzlich, wird es noch tragischer, weil irgendwas in dir glaubt, dass Gott selbst dir verbietet, dich zu freuen.
weil du dich mit etwas verwechselst, was du nicht bist. Du hörst vielleicht schon seit Jahrzehnten oder zumindest seit einigen Jahren auf die innere Plauderstimme, die etwas Bestimmtes von dir verlangt oder etwas sehen will, so wie du sein sollst. Und du hältst dich für die Stimme, also ist das dann dein Ich. Und dann glaubst du natürlich daran, was da gesagt wird. Doch die Wahrheit lautet, dass du die Liebe und die Freude selbst bist. Es hilft dir also ungemein, diese alten Glaubenskamellen ans Licht zu holen und einmal kurz nachzuforschen. Vielleicht schließt du dann die Augen, nach innen zu gehen und zu schauen, gibt es diese inneren Stimmen, die mir etwas gebieten oder verbieten wollen? Du wirst sie finden. Und wenn du dann etwas mehr Distanz dazu erlangen kannst, dich etwas zurücksetzt in den himmlischen Sessel, wirst du sehen, dass da einfach ein jahrzehntealter Mechanismus am Werk ist, der dir Negatives einprägt und einbläut und predigt. Das bist du nicht. Es ist dein heiligstes Recht, freudvoll und liebevoll zu sein. Erinnere dich an eine Situation, als du ein kleines Kind warst und nicht nur bei dir und zufrieden warst, sondern auch richtig freudvoll. Gibt es eine Erinnerung, wo du noch ganz klar weißt, da hat mein Herz vor Freude gehüpft? Manchmal denken wir, sowas gab es in meiner Kindheit nie. Doch das ist ein Irrtum. Es gibt auch die kleinen Dinge, die wir gern übersehen und die uns viel Freude bereitet haben. Und das ist ein wahres Naturell, das Freudvolle. Glaube nicht mehr diesen alten Stimmen. Sage laut und deutlich, ich will dem Verbot nicht mehr glauben, dass ich nur freudlos hier existieren darf. Ich habe ein Recht auf Freude. Ich bin die Freude und die Liebe und das göttliche Sein, das in Wahrheit überhaupt nichts anderes kennt als liebevolle Freude. Find die Stimme heraus. Vielleicht kommt noch ein Bild hoch einer bestimmten Person und sage ihr im Geist, vielleicht schließt du auch wieder die Augen, du hast dich vollkommen geirrt über das, was ich bin. Und das kann daran liegen, dass sich die Person selbst natürlich auch über das vollkommen geirrt hat, was sie ist. Und dann wird dieses freudlose Verbot ausgesprochen und weitergetragen. Das bist nicht du. Ich sage dir, hier und jetzt, du darfst dich freuen. Wie sonst was. Dein Herz darf und soll hüpfen vor Freude. So wie es schon mal war und so, wie du dich daran erinnern kannst. Das ist die Wirklichkeit des Lebens, nicht das andere. Lasse dir von nichts und niemand und von keiner Situation, die dich vielleicht im Moment noch mehr zu belasten scheint, als sowieso schon, einreden, dass du dich deshalb nicht mehr freuen darfst. Wenn nicht du das freudvolle und liebevolle Licht der Welt bist, wer soll es dann sein? Das eine spricht nur zu sich selbst. Ich spreche nun hier zu dir, zu mir und sage dir, du bist das Einzige, was überhaupt existiert, die sehr freudvolle Liebe. Glaube nicht mehr den alten Gedanken, sondern erkenne und fühle mit hüpfenden Herzen, was du in Wirklichkeit bist.